Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich eine Neuerung in HiCAD 2026 Service Pack 2 zeigen. Diese Neuerung betrifft die Stahlbauanschlüsse. Dazu erzeuge ich mir hier ein Wandelement, welches ich hier über meine Bauwesenanschlüsse erzeuge und davor werde ich hier mit einer Ebene ein Stahlbauprofil einfügen. In diesem Fall nehme ich ein Formrohr und baue dies hier einfach senkrecht dazu ein. Ich möchte dies jetzt noch nach vorne verschieben, um das besser zu zeigen. Und jetzt habe ich hier über die Designvarianten die Möglichkeit, im Bereich Metallbau, Fassadenbau diese Konsolen zu bearbeiten. Diese Konsolen wurden jetzt komplett überarbeitet und alle zusammengefasst. Das heißt, im ersten Schritt wähle ich das Profil an, dann die Fläche und als dritten Punkt an den Punkt, wo ich diese Konsole einbauen möchte. Im ersten Schritt habe ich hier die unterschiedlichen Varianten der Konsolen. Das heißt, mittels Vorschau lasse ich mir die Vorschau erzeugen und sehe die erste Variante. Diese kann ich hier bequem auch umstellen und auch die anderen Varianten mittels der Vorschau neu erzeugen lassen. Und hier die dritte Variante, wo ich hergehen kann, wo mir hier das Formrohr auf der hinteren Seite geschlitzt wird. Ich möchte hier bei der ersten Variante bleiben, erzeuge mir die Vorschau und gehe die nächsten Schritte durch. Im nächsten Schritt kann ich hier natürlich wie gewohnt meine Halbzeuge definieren, meine Rippen definieren, meine Verschraubungen definieren. Danach habe ich hier die Bohrungsteile, welche ich definieren kann, und als dritten Punkt habe ich die Möglichkeit auch die Rippen zu definieren. Das heißt, ich kann natürlich die hier auch ab- und anschalten und somit habe ich sehr schnell meine Befestigungskonsole erzeugt. Natürlich, wenn ich hierher gehe und dieses Profil drehe, das heißt, ich möchte hier einfach mal das Profil drehen um 15 Grad als Beispiel, versteht das die Designvariante und wenn ich diese aktualisiere, wird mir hier die Designvariante natürlich dahingehend auch angepasst. Dasselbe ist, wenn ich hier dieses Profil einfach mal um die weitere Achse um 10 Grad drehe. Selbst das kann diese Konsole jetzt auch mittels den Funktionen auch abgreifen. Das heißt, man sieht, die Position wurde dahingehend angepasst und somit habe ich auch sofort meine geänderte Konsole. Also dies ist eine sehr nützliche Erweiterung der bestehenden Konsolen, um auf den dementsprechenden Ansatz der neuen Designvarianten einzugehen. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat und würde mich über ein Abo und ein Like für meinen Kanal freuen.